Grüß euch und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute machen wir Wurst wieder und heute machen wir irische Wurst. Und die Wurst, das heißt, das ist ein White Pudding, also weißer Pudding. Und nein, es ist nichts Süßes. Es ist eigentlich eine irische Spezialität und sehr gut zum Frühstück anbraten. Aber jetzt fangen wir mal an und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert und was ich dazu verwende. So, was haben wir da? Ich habe jetzt da habe ich jetzt da Ruhiggersten. Die Ruhiggersten, die ist schon gekocht, also wach gekocht. Dann habe ich Haferflocken, hier brauche ich. Dann haben wir Kartoffelstärke, normalerweise, aber in dem Fall, ich habe keine Kartoffelstärke, so habe ich jetzt Maismehl und Kuckurutsmehl genommen. Dann haben wir hier Zwiebeln haben wir da. Dann haben wir Wasser und Milch, das sind 1,25 Liter. Dann habe ich hier Rindsdarm, die sind gerade am Aufwachen. Das sind 45 mm plus. Das ist ein Darm eigentlich nur, das ist wirklich nur ein Darm, was da drinnen seht. Dann sind die ganzen Gewürze und das Salz ist schon bereits vorbereitet. Und da ist noch das Fleisch. Da habe ich Schwarten, also vorkocht auch schon, das war auch gekocht. Und dann habe ich Bauchspeck und ein bisschen Ruckenspeck drinnen. Weil die Wurst, die hat nicht viel Fleisch drinnen, da ist mehr von der Ruhiggersten und von der Haferflocken drinnen. Was ich jetzt mache, ist die Zwiebeln, die werde ich jetzt durch die 5 mm Scheiben treiben und natürlich auch die Schwarten und das ganze Fleisch, das wird auch durch 5 mm Scheiben treiben. So, ich werde das jetzt mal schnell machen und aufsetzen und wenn es soweit ist, zeige ich mal, wie das Ganze ausschaut. Was ich euch noch sagen muss, da gibt es auch eine Webseite, die heißt steirapur-rtw.com und dort wird es die ganzen Rezepte auch sehen, wie man es macht mit Videos und allem drum und dran. Eigentlich, ich zeige euch mal die ab, wie sie ausschaut. So schaut das jetzt am Nattel aus, also am Telefon aus. Ihr seht, dass die Webseiten kannst rauf und runter fahren. Aber für die Wurst machen, drückt einfach da drauf. Also wenn es auf Englisch ist, könnt ihr es ganz einfach umstellen, drückt da drauf unten, schaltet es um auf Deutsch. Die Webseite nachher wird sich umschalten auf Deutsch. So, jetzt ist es in Deutsch. Und dann geht es rauf aufs Menü. Und dann gehen wir rüber auf Rezepte. Jetzt machen wir Kochwurst und jetzt schauen wir uns mal die Kochwurst an. Gehen wir auf Weiterlesen. Das heißt irischer weißer Pudding. Und da sind noch die ganzen Anweisungen, sieht man auch drinnen da. So zum Beispiel, wenn man jetzt einen Schweinebauch hat, drückt einfach drauf, es hakt es nachher auch ab, es wird grün. Da kann man auch nachher nicht vergessen. Wenn man das natürlich jetzt neu lädt, ist das nachher wieder zurückgesetzt und man kann von vorne machen. Aber das ganze Rezept ist überall drinnen, für jede Wurst, wie sie macht, die Anweisungen, wie es gemacht werden muss, was dazu braucht, ist alles sauber beschrieben da drinnen. Und wenn es ein Video gibt, ist dann auch noch ein Video dabei. Ich kann euch da mal zeigen. Jetzt machen wir schon auf ein anderes Rezept. Und zwar machen wir mal eine Frischwurst. So, schauen wir uns mal die Chili Koriander an. So, gehen wir zum Rezept. Ihr könnt das Rezept natürlich auch drucken. So, könnt ihr es auch ausdrucken, das Rezept. Wiederum alles schön beschrieben, was du dazu brauchst, welche Gewürze. Da ist noch die ganzen Anweisungen, die Ausrüstung, was du brauchst, die Vorbereitung, die Verarbeitung. Und dann ist nämlich auch ein Video dabei, wenn schon ein Video gemacht ist worden. Und da gebe ich unten auch noch dazu noch ein paar Empfehlungen. So, ihr sollt am besten Weg sein mit der Webseite da auch, dass ihr eigene Wurst machen könnt. Ich hoffe, dass die Webseiten euch gefällt. Wie gesagt, die Webseiten ist in Englisch und auf Deutsch, könnt ihr umschalten. Wenn Schreibfehler drin sind, stört mich nicht. Wenn es euch nicht stört, ist mir egal. Aber es sind sehr gute Rezepte drinnen. So, aber jetzt werde ich anfangen, mal das Fleisch zu machen und das Ganze durch die 5 mm Scheibe treiben und mal kurz euch zeigen da. Das erste, was ich anfange, ist mit den Zwiebeln und dann mache ich die Schwarten und dann das Fleisch. So, der Zwiebel ist jetzt durch. Wie gesagt, das sind jetzt, weil ich 5 Kilo mache, das sind 150 Gramm Zwiebel. Und ich minze den Zwiebel, damit ich ihn nicht hacken brauche und dann ist es dann wirklich fein. Und ich kriege auch den ganzen Saft raus. So, das nächste, was ich jetzt mache, das sind die Schwarten gleich oben drauf. Setze ich gleich wieder hin dann da. So.
kommen die Schwarten nachher raus. So, seht ihr? So, die sind jetzt schon fast durch. Und gleich nach der Schwarten gebe ich jetzt das Fleisch hinten drauf. So, ich faschiere jetzt das Fleisch auch noch runter. So. Was ich jetzt mache, ich faschiere jetzt mal das ganze Fleisch und wenn ich damit fertig bin, komme ich wieder zurück. So ist Fleisch jetzt faschiert durch die 5 Meter Scheiben. Also wie gesagt, da ist jetzt der Zwiebel drinnen, da sind die Schwarten drinnen, da ist der Bauch und das Rückenfett ist drinnen. Ich zeige euch das jetzt mal. So schaut das Ganze aus. Es muss fetter sein, ist sogar vielleicht ein bisschen mager das her, aber Probleme gehabt auch ein bisschen Fett zu kriegen. Und das nächste, was ich jetzt mache, jetzt gebe ich mal die ganzen Sachen dazu. Und zwar jetzt gebe ich mal die Rollgerste rein. So. Dann gebe ich die Haferflocken mit rein. So. Dann das nächste ist auch die Gewürze. So, die ganzen Gewürze sind jetzt drin. Das, die Kartoffelstärken, was wir dazu brauchen. So, ich glaube, da muss ich jetzt dazugreifen. So, da ist jetzt alles drinnen. Das Einzige, was noch fehlt, was ich noch nicht dazugegeben habe, das ist das Milch-Wasser-Gemisch. Das gebe ich erst dazu, wenn ich jetzt mal kurz durchgemixt habe. Jetzt werde ich das mal wenn wir so Handschuhe anziehen, das mal kurz trocken durchmixen, dass sich das schön vermischt. Und dann gebe ich erst das Milch-Wasser-Gemisch dazu. Was ich jetzt mache, ist, ich werde mal das Ganze, wie schon vorher gesagt, mal ganz kurz grob durchmischen. Da ist noch kein Wasser, keine Milch, nichts drinnen. Das ist einfach nur, dass das Mehl, die Gewürze, die Rollgersten und die Haferflocken sich mit dem Fleisch vermischen. So, das sieht schon mal gut aus jetzt da. So. Jetzt gebe ich noch das Milch-Wasser-Gemisch dazu. So. Das gut reinmischen und vermengen. Wie gesagt, ich mache da 5 Kilo und ich werde dann zum Schluss noch sagen von den Gewürzen, was da alles genau drinnen ist, wie viel überall. Was ich jetzt mache, ich werde das jetzt mal anständig durchmischen. Wenn das fertig ist, komme ich wieder zurück. Das ist jetzt gemischt. Das hat jetzt so an die 10 Minuten gebraucht. Das ist jetzt eine gute Mischung da. Die ist schön steif und so soll sie sein. Natürlich, was man predigt, muss man auch machen. So, ich werde jetzt ein kleines Fleischlaberl draus machen, das in die Pfanne schmeißen und schauen, wie es schmeckt. Riechen tut schon mal gut. Dann schauen wir mal. Der schmeckt sehr gut sogar. So, was ich jetzt mache, ich werde jetzt einen Füller herrichten, die Därme noch fertig machen, noch durchputzen, sauber machen, dass sie schön gewaschen sind und das Ganze nachher füllen und Ringe machen. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt den Füller vorbereitet, das heißt, ich habe jetzt da den White Pudding, einen Füllergeber, dann den Füllerstutzen vorbereitet, die Daumen noch mit durchputzt und gewaschen. Und ich zeige jetzt, wie man das füllt und was man dazu noch braucht, beziehungsweise wie das Ganze funktioniert, dass man so einen Kranz hat. So, das sind noch 2 Sachen, was man braucht. Die Schnur natürlich zum Abbinden und ein Stüpfer, falls wir Luft drinnen haben. Dann kann man das auch einen Daumen kurz raus und dann geht die Luft raus. Aber wir wollen keine Luft drinnen haben. Okay, der Füller ist fertig jetzt. Ich habe alles vorbereitet, die Sachen, was ich brauche. Jetzt nehme ich den Rinderdarm, der ist schön durchgeweicht. So, ich brauche kein Wasser mehr drinnen. Den ziehe ich jetzt auf, aber den ganzen Darm kriege ich nicht auf. Das ist nämlich ein langer Darm und die brauche nicht. Ich kriege gar nicht alles rauf auf den Füllstutzen, sagen wir so. So, ich gebe jetzt mal rauf, was ich kann. Und ich werde jetzt auch noch da schauen, den Restwasser da rausziehen mit den Fingern. Es ist wichtig, dass das auch mit rausgeht.
So, über den Daumen jetzt da abschneiden. Das ist einfach schon zu viel. Da werde ich jetzt mal einen Knoten machen, einen kurzen. Den werde ich nachher noch abbinden und wegschneiden. So, jetzt mal rausfüllen. Ich muss das noch halten. So. Okay, so, das ist eine Größe. Okay, gut. So was ich mache, das ist ein bisschen lang. So was mache ich, ziehe ihn raus, ich mache es ungefähr so groß. Ja? Und dann ziehen wir das Ganze ab. So. Das erste, was wir jetzt machen, die Schnur in die Hand nehmen und dann Knoten machen. So, da, jetzt da. Zweimal durch. Das reicht. Das nächste, was ich mache, ich brauche da ein bisschen an Platz. So, ich werde jetzt hergehen. So groß will ich sie. Okay. Und jetzt mache ich noch einen zweiten Knopf rein und lasse aber einen Abstand da drinnen. So. Seht ihr das? So. Einfach durch und Knopf rein. Fertig. Und das halt. So. Den schneide ich jetzt ab. So. So schaut jetzt der Ring aus. So, den Daumen müssen wir auch noch abschneiden. So. Den Knopf, was wir gemacht haben, schneiden wir weg. So. So schaut ein Ring aus. Und so soll sie nachher sein. Und die wird jetzt nachher so gekocht. Ich mache jetzt noch mal schnell einen. So. Und einen Knopf rein schnell. So. Gut. Ziehen wir den Daumen wieder zurück. Was braucht? Das Luft drinnen. Gut. So, jetzt füllen wir das Ganze. So. Das ist wieder einer. Mache ich wieder einen Knopf rein. So. Die Knöpfe müsst ihr machen, macht das 3-mal und das halt nachher. Dann könnt ihr den Daumen wieder abschneiden. Das, was da überflüssig ist, von Daumen auch wegschneiden gleich, dass es schön sauber ist. Fertig, die Schnurabschneider. So, ist wieder ein Kranz fertig. So wieder kocht. So, mache den nächsten. Mache nochmal einen. So einen Knopf rein, einfach die Schnur durchziehen, durch Schlaufe machen und dann Knopf machen. Durch Schlaufe, Knopf. So. Machen wir noch einmal, da haben wir 3-mal gemacht. Und das reicht nachher. Gut. Jetzt füllen wir das Ganze wieder. So, jetzt kommt der nächste. So, wieder einer fertig. Haben wir dann die Luft raus, das letzte Stück. So. Wie gesagt, jetzt halten wir wieder. Einfach die Schnur mithalten, durchziehen und dann Knopf machen. Okay? Und dann nochmal 2-mal nachmachen. Und das ist es. So. Daumen abschneiden. Schnur abschneiden. Das Zipfel da wegschneiden. Fertig. Nächster Kranz. Jetzt ja. Ich werde jetzt das schnell fertig füllen und dann, wenn ich sie zum Kochen anfange, komme ich wieder für euch zurück. Die sind jetzt alle gefüllt. Das ist der kleinste, das was noch übrig war. Und was ich jetzt mit denen mache, ist, ich werde jetzt das Wasser vorbereiten und die nachher bei 75, 80 Grad für 45 Minuten kochen und dann abkühlen in kaltem Wasser.
Die ersten Ringe, die kochen jetzt da bei 80 Grad, also kochen, die sieden leicht. Und da bleiben sie jetzt da 45 Minuten drinnen. Man sieht sie hier, sie kommen die schöne weiße Farbe. So. Und genug Wasser immer drinnen haben. Also ihr braucht einen großen Kochtopf dafür. Und macht sicher, dass das Wasser zwischen 75 und 85 Grad ist. Ideal ist es, wenn es 80 Grad hat. Dann ist es am besten. Also immer drauf schauen wegen Wasser. Und da bleiben sie jetzt 45 Minuten drinnen und dann gehen sie ins kalte Wasser. Und dann koche ich die nächsten 4 Stück. Der White Pudding, den was wir jetzt vorher gemacht haben, der ist jetzt gekocht. Der war jetzt 50 Minuten drinnen bei 80 Grad, also im großen Topf. Und was ich jetzt habe, ist eine große Schüssel. Da ist kaltes Wasser drin. Ich lasse das Wasser da laufen und da bleiben sie jetzt eine halbe Stunde drinnen. Was ich gemacht habe, ich habe nur die Hälfte gekocht und die andere Hälfte kocht jetzt da. So ist es einfach auch die Temperatur in den Kochtopf zu regeln. So schaut der weiße Pudding aus, der Irish White Pudding. Nachdem er jetzt runtergekühlt ist, was ich jetzt mache, jetzt lasse ich ihn noch ein bisschen trocknen so und dann werde ich ihn Vakuum verpacken und dann halt er so die 2-3 Wochen im Kühlschrank. Und das, was ich in den nächsten 2 Wochen verbrauchen kann, ich werde das halbe eingefrieren. Und wenn ich ihn brauche, einfach auftauen, über die Nacht langsam und fertig. So, lasst es euch schmecken. So, hoffentlich hat euch das kurze Video da vom Wurstmachen wieder gefallen. Aber wie gesagt, der irische weiße Pudding, der White Pudding, ist eine traditionelle irische Wurst, die was zum Frühstück gegessen wird. Also die werden so zentimeterdicke Scheiben runtergeschnitten und dann kommen sie in die Bratpfanne und dann werden sie links und rechts angebraten. Und dazu kommt noch Ei, Speck, was auch immer. Aber es ist ziemlich gut, also die Iren lieben das, also versucht es einmal, die ist ganz gut eigentlich, ist mal was anderes. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, abonnieren. Drückt auf den Knopf, abonniert und gebt mir den Daumen hoch auf dem Video. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und bis dann. Tschüss, Baba.